So. Dann übernehme ich jetzt wieder. Ich bin gebeten worden, dass ich mal beschreibe, wie wir an der Hochschule Apps Anywhere nutzen. Und das habe ich jetzt mal in ein paar Folien zusammengestellt. Und das möchte ich Ihnen jetzt ganz kurz zeigen. Inhalte und Themen, wie habe ich das aufgebaut? Zunächst einmal, wie sind wir eigentlich zu Apps Anywhere gekommen? Das war eher ein Zufall, muss ich sagen, und wie ich finde, ein ziemlich glücklicher Zufall. Wie binden wir Apps Anywhere ein in unser Vorlesungs- und Projektgeschehen? Da habe ich zwei Beispiele, größere Beispiele mitgebracht aus einem Bachelorstudiengang, Maschinenbau, Entwicklung, Design und Simulation, und ein kleineres Beispiel aus dem Studiengang, es ist ein Masterstudiengang, Datenmanagement und Produktentwicklung und Produktion. In beiden Studiengängen war ich mal Studiengangsleiter, das war auch die Zeit, in der Apps Anywhere angeschafft wurde. Und in beiden Studiengängen sind wir sehr projektaffin. Dann mal so eine Zwischenbilanz. Da habe ich auch diese Reports mal herangezogen, mir ein paar Zahlen, Daten, Fakten herausgezogen, die ich Ihnen zeigen möchte. Und wie möchten wir weitermachen in Aalen? Starten wir, wie sind wir zu Apps Anywhere gekommen? Basis ist ein Förderprojekt des Landes Baden-Württemberg. Das nennt sich Wille, dahinter steht Wissenschaft, Lernen und Lehren. Das haben wir beantragt, weil wir eben sehr viel mit Projekten arbeiten, sowohl auf der digitalen Seite als auch auf der realen Seite. Und dahinter steht als Labor für Digitalisierung und Realisierung. Das gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und in diesem Projekt sind Mittel enthalten gewesen. Das Projekt ist abgeschlossen, für Hardware, für Geräte, aber auch für Software. Und wie sieht das Ganze aus? Wir haben quasi Räumlichkeiten, die waren nackt zur Verfügung gestellt bekommen. Das musste general saniert werden. Und wir haben hier dann eben diese Gestaltung so gewählt, wir haben hier ein VDI-Labor einrichten wollen. Sie sehen schon, wohin die Reise eigentlich hätte gehen sollen. Wir haben dann einen Fahrsimulator, der befindet sich noch im Aufbau. Da habe ich jetzt keine Bilder dazu. Wir haben einen 3D-Druckbereich. Wir haben eine Schmutzwerkstatt oder eine Staubwerkstatt, wo Holzarbeiten getätigt werden können oder Kunststoffe. Metall ist da eher weniger vertreten. Und wir haben einen Lern- und Arbeitsbereich. Und da sieht man auch schon die zwei Seiten. Auf der einen Seite ist es eher die virtuelle Ecke und auf der anderen Seite ist es die reale Ecke, wo das, was in den Projekten konstruiert und gestaltet wurde, wo das eben auch umgesetzt wurde. So, und ich fokussiere mich jetzt mal hier auf dieses Thema VDI-Labor. Was war da eigentlich geplant? Dass wir eben diese VDI im Rechenzentrum installieren, dass wir darüber unsere PC-Pools versorgen, dass wir darüber unser CAD-Zentrum versorgen. Beim CAD-Zentrum muss ich dazu sagen, das ist auch nicht unbedingt üblich. Wir haben eine zentrale Stelle. Dort findet die CAD-Ausbildung für sämtliche Studenten an der Hochschule statt. Das heißt, die nutzen unsere Tools dann natürlich auch entsprechend intensiv. Naja, und dann sollten die Studenten natürlich auch daheim versorgt werden oder auf ihren Mobilgeräten. Und vorgesehen war, dass wir 100 Personen versorgen können mit dieser VDI. Und das war jetzt keine ganz günstige Geschichte. Wir müssten dazu nationale Ausschreibungen machen und alle, die wissen, was da für eine Arbeit drin steckt, nationale Ausschreibungen vorzubereiten, die wissen, was wir da getan haben. Und allerdings ja, wir waren bis 2017 fertig und dann kam allerdings der Konzeptstopp durch unseren Rechenzentrumsleiter. Ich kriege selten solche hochoffiziellen Schreiben von ihm, aber in diesem Fall hat er mir gesagt, das geht so nicht, weil das war die Zeit, als Spectre und Meltdown unterwegs waren. Die Serverleistungen durch die Reduzierung der Sicherheitslücken gehen derart in den Keller. So hat er mir versichert, dass das Thema VDI zu diesem Zeitpunkt dann nicht mehr umsetzungsfähig war. Er hat aber auch nach einer Alternative gesucht. Das heißt also, das Thema VDI ist gestorben. Und ich glaube, es war in Weingarten oder Biberach irgendwo mit seinem Kollegen dort, Rechenzentrumsleiter, da ist er auf Apps Anywhere gestoßen, hat die Idee mitgebracht.
und hat mir das vorgeschlagen, dass ich doch mal überprüfen solle, ob wir das in diesem Projekt umsetzen. Das haben wir gemacht und uns hat Apps Anywhere auf Anhieb gefallen. Das war dann jetzt auch der Weg, den wir dann ab Mitte 2018 gegangen sind. Und plötzlich war alles ganz einfach. Denn wenn ich eine VDI ausschreibe, weiß ich, dass ich ganz viele Anbieter habe. Das heißt, ich muss eben diesen Ausschreibungsweg gehen. Ich muss mehrere Anbieter ins Boot holen. In diesem Fall war Software2 der einzige Anbieter. Und damit war der Fisch geputzt. Das heißt, da kamen wir relativ schnell dann auch zur Umsetzung. Und wir mussten da allerdings dann diese Thin Clients, die wir im VDI-Labor geplant haben, die haben wir dann durch Power Workstation ersetzt, weil ja die Rechenleistung dann jetzt wieder auf dem Client zur Verfügung gestellt werden musste. Da hat sich dann auch in der Finanzierung ein bisschen was verschoben. Ich habe das mit dem Land Baden-Württemberg abgeklärt, dass das möglich ist. Und so sind wir dann auch weiter vorangegangen. Und da wir so viele Projekte machen, war von vornherein für uns klar, wir wollen nicht unsere Pools versorgen. Das ist nicht der Fokus, sondern wir wollen die Applikationen rausgeben an die Studenten. Wie ist dann weitergegangen? Im Wintersemester hatten wir die erste Testphase mit ca. 20 Personen. Im Sommersemester darauf haben wir die 2 eben beschriebenen Studiengänge mit reingenommen. Das waren dann so um die 300 bis 350 Personen. Dann im Wintersemester 2019, 2020 haben wir diesen App Store komplett freigegeben für alle Studierenden der Hochschule. Und dann kam das Sommersemester 2020, das erste Corona-Semester. Und das sieht aus von der Timeline, ich habe es gestern schon mal gesagt, dem einen oder anderen, als hätten wir gewusst, was auf uns zukommt. Aber das hat einfach nur perfekt gepasst. Und nachher die Zahlen bei den Reports, da werden Sie auch sehen, wie intensiv das genutzt wurde. Das hat uns teilweise wirklich gerettet, dass wir mit Apps Anywhere unterwegs sind. Was machen wir denn jetzt? Na, noch nicht, was wir machen, sondern wir haben hier eine Sondersituation, so glaube ich jedenfalls, weil wir eine der wenigen Hochschulen sind, an der Apps Anywhere aus dem Fachbereich heraus initiiert wurde, also von einem Studiengang und weniger durch die IT. Die IT hat uns in hervorragendster Weise unterstützt. Der Herr Holst, unser Rechenzentrumsleiter, steht ja auch absolut hinter diesem Konzept. Und Ende 2020 ist die Förderung dann beendet gewesen. Und dann haben wir den Switch gemacht. Die Verantwortung ist jetzt an die IT übergeben worden. Wir unterstützen aber noch maßgeblich. Ja, und da kann ich einfach nur eine Person nennen. Manche hier im Raum kennen den Uwe Reinisch. Er ist derjenige, der bei uns die Dinge im Wesentlichen paketiert hat. Er übergibt diese Dinge jetzt auch mehr und mehr an unsere IT und steht natürlich auch da noch für Fragen zur Verfügung. Das ist mal so die Situation, in der wir uns hier befinden. Ja, und wenn ich höre, wir haben 300 Apps, wir haben 400 Apps, wenn ich mir das bei uns anschaue, dann ist das echt überschaubar. Das ist unser App Store. Allerdings paketieren wir auch nur das, was gewünscht wird. Also wir gehen nicht voraus und sagen, wir stellen jetzt so viel da rein, wie es eben geht, sondern wenn Anfragen kommen, dann bemühen wir uns eben auch diesen Bedarf zu füllen. Was machen wir jetzt mit diesem App Store? Dazu ein bisschen was aus unserem Projektgeschehen. Im Bachelorstudiengang Maschinenbau, Entwicklung, Design und Simulation haben wir schon seit 2012 ein durchgehendes Projekt initiiert. Wir starten im 2. Semester, hier im 2. Semester, und das Projekt läuft durch bis zum 7. Semester. Und jedes Mal, wenn neue Studierende kommen, jedes Mal das neue 2. Semester startet ein eigenes Projekt. Das heißt, wir haben immer so 7 Projekte parallel laufen. Wir reden da so über 300 Studierende, die eben dann da versorgt werden müssen. Und ich habe das mal als Beispielprojekt hier von einem fernbedienbaren, fernsteuerbaren Fahrzeug mitgebracht. Wie sieht das aus?
Die Studenten kriegen zunächst einmal ein Konzept, ein Grundkonzept, wie soll das umgesetzt werden? Und dann heißt es, über Freihandzeichen, Skizzen, sich erstmal Gedanken zu machen, wie will ich denn sowas aufbauen? Das kann jetzt, hier ist es ein RCK, das war auch mal eine Stichsäge, das war mal ein Fahrrad, das war mal ein Bagger, da machen wir halt unterschiedliche Dinge. Und da sind immer so um die 30 Personen beteiligt. So muss ich jetzt die Maus nehmen. Was passiert da? Es werden solche Skizzen angefertigt, dass man auch mit den anderen in der Projektgruppe darüber reden kann, wie man sich vorstellt, die Dinge umzusetzen. Und auch schon in dieser Phase werden Apps aus unserem App Store benutzt. Ich habe es hier mal rausgeschrieben. Das ist FreeMind, um eben das Thema Projekt zu organisieren, und den Movie Maker, um eben solche Animationsvideos zu drehen. Das ist jetzt, sage ich mal noch, das sind 2 Tools, die von Software2 zur Verfügung gestellt wurden, die wir dann hier mit reingesetzt haben. Dann, wenn die Skizzen soweit durch sind, dann geht es ins eigentliche 3D-Konstruieren. Sie sehen hier, das ist jetzt die Anwendung Teamcenter von Siemens zusammen mit dem CAD-System NX. So sieht dann ein Fahrzeug nach einem Semester aus, wenn etwa 25 bis 30 Personen daran gearbeitet haben. Ja, und hier sieht man es nochmal animiert. Das ist die eine Gruppe gewesen. Und dann haben wir parallel zu NX und Teamcenter haben wir auch noch Windchill und Creo. Dann sah das Fahrzeug der anderen Gruppe eben so aus. Und auch das ist dann ein Ergebnis nach 15 Wochen Arbeit durch etwa 30 Studierende. Was benutzen wir aus dem App Store daraus? Wir benutzen Teamcenter und NX. Das sind im Grunde genommen 2 Apps, die wir zusammengepackt haben. Das wird jetzt in Zukunft etwas vereinfachter werden. Da wird der Herr Bremers aber noch was dazu sagen. Und wir nutzen natürlich Creo. Das sind die beiden CAD-Systeme. Und hier steckt dann eben noch das PDM-System, Teamcenter dahinter. Dieses Windchill, das wird hier über einen Browser zur Verfügung gestellt. Das brauchen wir nicht in unserem App Store bereitstellen. So, weiter geht's dann. Jetzt haben wir nochmal die fertigen Ergebnisse. Dann werden diese CAD-Daten verwendet, um die technische Absicherung zu betreiben. Hier sehen Sie jetzt Beispiele aus der finiten Elemente-Methode. Es werden Maschinenelemente berechnet und dann entstehen halt solche Ergebnisse. Wir machen auch Topologieuntersuchungen. Also das ganze Thema funktionale Absicherung ist das, was jetzt kommt. Sie sehen gleich auch noch ein Bild hier, das ist mal die ursprüngliche Konstruktion. Da mache ich eine Analyse, eine Verformungsanalyse, Stressanalyse, gucke mir dann die topologieoptimierte Struktur an und das ist dann das Ergebnis. Was nutzen wir dazu? Da nutzen wir ANSYS, LS-DYNA auf dem Gebiet der FEM und wir nutzen M-Design für die Maschinenelemente. Wenn wir jetzt weiter gucken, wir haben auch Designer bei uns, die machen entsprechende Entwürfe, wie so ein Produkt denn gestaltet werden kann. Auch hier erst einmal sehr viel wieder mit Handskizzen. Die, ich sag mal, werden mehr und mehr verfeinert, bis es dann letztlich zu den finalen Konzepten kommt. Und dann geht man über in die Darstellung von Freiform-Oberflächen und dann eben auch die fotorealistische Darstellung des Modells. Was nutzen wir an der Stelle? Da nutzen wir Autodesk Alias und VRED. Wir nutzen iSamSurf und Keyshot 9. Wir haben aber auch Keyshot 10 drin. Das heißt, teilweise finden wir hier auch parallele Versionen unterschiedlicher Softwarestände. Weiter geht's, wieder mit einem Simulationsthema. Das ist die Mehrkörpersimulation. Hier werden die kinematischen Funktionen jetzt an diesem Beispiel von diesem RCK überprüft. Und da hat es eine ganz nette Gegebenheit hat sich ergeben, dass da einfach festgestellt wurde, dass an diesem Fahrwerk einige kinematische Freiheitsgrade nicht unterbunden wurden. Und dann kam eine Lösung raus oder vielmehr eine Simulation raus, die sah so aus. Ja, das kann natürlich nicht sein. Daher muss man wieder das CAD-Modell entsprechend optimieren. Das holt man sich halt wieder aus dem Teamcenter, baut das ganze Ding wieder um, setzt es wieder rein. Und was ist die Applikation dazu, die da verwendet wird? Das ist SIMPAC.
Da waren wir schon. Das Thema Strömungssimulation ist auch eine Berechnungsdisziplin. Das ist jetzt hier keine Animation, das ist jetzt einfach nur eine Darstellung von diesem Konzept-Car, wie es aerodynamisch sich verhält. Auch hier an der Stelle nutzen wir ANSYS, um das Ganze zu simulieren. Dann haben wir noch einen Kollegen, der auch für das Virtual Reality Labor verantwortlich ist. Der nutzt, da muss ich jetzt reinklicken, der nutzt die Light Tools. Damit können Sie Licht- und Ausleuchtungssimulationen durchführen, um da das Projekt mit seinen Studenten zu begleiten. Und letztendlich wird das Ganze dann auch noch ausgedruckt und zusammengebaut. Und das ist natürlich eine ganz tolle Erfahrung für die Studenten, weil sie dann nämlich sehen, was für ein Mist sie vielleicht konstruiert haben, weil sie Dinge gar nicht mehr zusammenbauen können, weil das nicht passt. Und dann müssen sie teilweise wieder ran. Und das ist dann nochmal so, ich sag mal, eine ganz besondere Projektdynamik, die dann nochmal eintritt. Und da nutzen wir natürlich wieder, die CAD-Daten brauchen wir, die holen wir aus Teamcenter, konvertieren die mit NX und überarbeiten sie dann mit Cura, sodass wir die Drucker, unsere Ultimaker, damit dann eben auch entsprechend befüllen können. So, das ist jetzt mal ein Beispiel aus dem Bachelorstudiengang und ein kleineres Beispiel, das stammt aus dem Masterstudiengang Datenmanagement in Produktentwicklung und Produktion. Die Master haben ja in der Regel nur 3 Semester, 2 Vorlesungssemester und ein Semester für die Masterarbeit. Aber auch hier haben wir durchgängige Themen im Angebot, zum Beispiel das Labor Produktdatenmanagement. Da taucht jetzt wieder Teamcenter auf und NX, aber diesmal arbeiten sie nicht in großen Gruppen, sondern jeder Student bekommt sein eigenes Projekt. Das Ziel ist, einen digitalen Zwilling aufzubauen. Das heißt, er beginnt, oder der Studierende, muss man ja sagen, beginnt mit dem Aufbau des entsprechenden Modells im CAD, aus dem dann ein digitaler Zwilling werden soll. Das heißt, den Studenten wird Hardware an die Hand gegeben und das Ganze muss dann über Microcontroller entsprechend miteinander verknüpft werden, dass die beiden Welten miteinander reden. Und das sieht dann so aus. Hier in diesem Fall steuert jetzt der Mechatronic Concept Designer, der in NX integriert ist, das Modell auf der realen Seite. Genauso ist es aber auch erforderlich, wenn ich an den Potentiometern am Roboter drehe, dass dann mein CAD-Modell das Gleiche macht, wie ich an dem Roboter von Hand ihn einstelle. Das heißt, das sind zwei wichtige, das ist bidirektional und das sind wichtige Inhalte, um eben einen Schritt in die Richtung virtuelle Inbetriebnahme gehen zu können. Was nutzen wir da? Da ist es ein bisschen größer, dieser Blumenstrauß. Wir nutzen Python, das hier in Anaconda integriert ist. Wir nutzen natürlich die Arduino IDE. Manche nutzen dann eben zur Programmierung dieses Visual Studio Code. Und natürlich brauchen wir an der Stelle wieder NX von Siemens. Gut, das jetzt mal so die zwei Anwendungen aus dem Fachbereich, aus dem ich komme. Und jetzt habe ich mich hingesetzt und mir mal ein paar Zahlen, Daten, Fakten angeschaut. Hier sieht man jetzt nochmal unseren App Store und Sie sehen, überwiegend sind die Anwendungen eben da, die im Projektgeschäft genutzt werden. Es gibt noch einige andere. Das sind dann Anwendungen, die von anderen Kollegen angefragt wurden. Könnten wir das da nicht reinstellen? Ich würde damit gerne arbeiten. Aber das, was hier rot eingerahmt ist, das sind eben genau die Apps, die wir in den beiden gezeigten Projekten jetzt verwenden. Jetzt habe ich mir mal angeschaut, was sind denn die am häufigsten gestarteten Apps. Und da taucht Creo ganz vorne auf. Mit 183.000 Starts in einem Zeitraum vom 6.10. bis zum 23.09. Also sind ziemlich genau 2 Jahre. Da ist diese Software 183.000 Mal gestartet worden. Das entspricht 58%. Danach kommt dieses Teamcenter und NX mit 35.000 Starts. Dann NX 12 mit 22, NX 11 mit 20.000
Und dieses Teamcenter zusammen mit NX, da liegen wir bei 17.000 Tagen. Ich habe das mal umgerechnet, wenn ich jetzt hier von 730 Tagen in 2 Jahren ausgehe, wie oft ist es denn pro Tag gestartet worden, obwohl der Wert auch nicht wirklich aussagekräftig ist, denn die meisten Studierenden werden nicht in den Semesterferien diese Apps öffnen, da bin ich mir relativ sicher, also müsste man das eigentlich noch mit reinrechnen. Das ist jetzt mal ein Bild, das wir uns merken sollten. Mich hat das zunächst einmal verwundert. Dann habe ich mir aber angeschaut, ja? Ist das jetzt schon von Analytics? Nee, das ist die Report-Funktion von Apps Anywhere, die Reports, die habe ich genutzt. Ich war etwas verdutzt, weil wir arbeiten gar nicht so viel mit Creo. Das heißt, das muss irgendwo anders herkommen, diese Anwendungszahlen. Dann habe ich mir angeschaut, es ist ja viel wichtiger zu schauen, nicht wie oft wird eine App geöffnet, sondern wie lange arbeite ich daran. Und dann haben wir ein ganz anderes Bild. Das ist jetzt hier die Auswertung und auf einmal tauchen unsere Tools, die wir in den Projekten nutzen, wieder ganz oben auf. Das sind ja immer die Top 5, die hier dargestellt werden. Und da ist jetzt Siemens NX11 ganz oben und da sehe ich auch diese Software, die lief 18 Jahre. Also wenn man es mal kumuliert über 2 Jahre, 18 Mannjahre, wir hatten es gestern mit Herrn Bremers, 18 Mannjahre lief diese Software. Dann kommt NX12, da sind wir auch bei 17 Mannjahren. Da muss man auch dazu rechnen, wieder kommt on top dazu. Dann haben wir dieses Teamcenter von Siemens zusammen mit NX, die beiden Versionen. Wir haben einen Lehre-Server und einen Projektserver, weil wir da unterschiedlich agieren. Das ist für die Ausbildung und das ist ein Server, der für die Projektdurchführung verwendet wird. Und dann kommt ANSYS. Und hier taucht Creo gar nicht auf unter den ersten 5. Es ist auf Platz 6. Nicht weit entfernt, aber jedenfalls nicht mehr unter den Top 5. Und irgendwann hat sich mir das dann auch erschlossen, warum das so ist. Und ich hatte gerade schon über das CAD-Zentrum gesprochen, was wir hier haben. Und dort wird Creo ausgebildet, überwiegend Creo, weniger NX, überwiegend Creo noch. Und diese Kurse, die dauern immer nur 1 Woche. Aber diese Kurse laufen fortlaufend hintereinander und es sind immer wieder andere Studierende. Das heißt, da kommt ein Student, der setzt sich dann 1 Woche hin und startet 5, 6 Mal dieses Creo und dann nicht mehr. Das heißt, wir haben immer sehr kurze Arbeitszeiten von diesem Creo, aber es wird ganz, ganz oft aufgerufen. Und das ist für mich die Erklärung, warum wir diese 183.000 Starts haben, weil nämlich ja alle Studierenden, alle ingenieurwissenschaftlich Studierenden bei uns durch diesen CAD-Kurs geschleust werden. Gut, dann kleiner Ausblick. Wohin soll denn die Reise in Aalen gehen? Wir paketieren natürlich weiter, wenn entsprechende Anfragen kommen. Wir haben es ja an die IT übergeben. Der Uwe Reinisch ist da immer noch dabei, entsprechend damit zu unterstützen, dass wir auch da unseren App Store erweitern. Das wird langsam erfolgen, weil wir es eben bedarfsorientiert machen. Wir diskutieren immer mal wieder, wollen wir die Verwaltung mit einbinden. Aber was haben wir da für Tools? Das ist PowerPoint, das ist Excel, das ist Word. Hochschulangehörige können sich diese Tools doch für sehr, sehr wenig Geld auf ihrem privaten PC auch herunterladen. Gerade jetzt in Homeoffice-Zeiten ist das für Hochschulangehörige keine große Hürde, sich diese Tools zu beschaffen. Es werden so Tools verwendet wie SAP, da kann ich mich aber online auf dem Server einloggen. Da brauche ich auch nicht unbedingt eine Anwendung, die ich in Apps Anywhere paketieren muss. Und deswegen ist das noch so eine Diskussion, die nicht abgeschlossen ist. Da wissen wir noch nicht so ganz genau, ob die Reise die richtige ist, ob wir das machen wollen. Und da können wir vielleicht auch gleich noch mal diskutieren, ob andere Hochschulen eben die Verwaltung da mit reingeholt haben ins Boot. Naja, und was wir auch noch nicht haben, das ist dieses Parallels. Alle, die mit einem Apple-Produkt kommen, denen empfehlen wir einen Workaround, holt euch eine Windows-Emulation und dann könnt ihr die Tools auch nutzen. Man muss dazu sagen, gerade im ingenieurwissenschaftlichen Bereich, diese Simulationstools, die CAD-Tools, die sind eh nicht für dieses Apple-Umfeld, ja ich sag mal,
designt worden, sondern die funktionieren in der Regel sowieso auf Windows-Geräten. Insofern ist dieser Workaround durchaus machbar. Aber es gibt natürlich andere Tools, wo vielleicht eben diese Windows-Emulation nicht erforderlich ist. Ja, das mal so der Stand, was wir gerade tun, wie wir damit umgehen. Sie sehen also, es ist weniger IT-technisch, was ich Ihnen erzähle hier, sondern das ist eher durch die Brille des Anwenders betrachtet, wie wir dieses System nutzen. Gibt es denn da jetzt schon konkrete Fragen dazu?